Und natürlich richtet sich der Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund um die Ukraine und die Gespräche in Saudi-Arabien. Unser Chefreporter Steffen Schwarzkopf ist für uns am Verhandlungsort im saudi-arabischen Dschidda. Und unser Korrespondent Christoph Wanner ist natürlich weiterhin für uns in Kiew. Guten Morgen, ihr beiden. Guten Morgen, Steffen. Lass uns bei dir mal beginnen. Also um 10 Uhr unserer Zeit geht es ja dann los. Was ist da zu erwarten von den Gesprächen? Denn zumindest jetzt so kurz vorher waren ja von beiden Seiten eher zurückhaltendere Töne zu vernehmen. Also zurückhaltend, das ist, glaube ich, ein gutes Wort, um die Haltung der Ukrainer zu beschreiben. Was man vermeiden will, um alles in der Welt, ist ein ähnlicher Clash wie im Weißen Haus. Also es gibt hier keinen konfrontativen Kurs der Unterhändler und das heißt letztendlich, dass man viel von dem, was die USA hier auf den Tisch legen werden, zustimmen wird. Da ist das Rohstoffabkommen natürlich, da sind möglicherweise eben auch Gebietsabtretungen, was man anbietet. Das ist ja ein Waffenstillstand zu Wasser und auch in der Luft. Und da hat die Ukraine sozusagen Druck gemacht im Vorfeld, militärisch die Muskeln spielen lassen mit immensen Drohnenangriffen auf Moskau in der vergangenen Nacht. Dazu wird gleich der Kollege Christoph Wanner noch mehr Details haben. Interessant ist allerdings, finde ich, vor allem, wie die amerikanische Seite im Vorfeld abgerüstet hat, verbal sozusagen. Marco Rubio, der gesagt hat, naja, wenn das alles hier in Jeddah gut läuft, dann können wir auch die Waffenhilfe für die Ukraine wieder aufnehmen. Natürlich will man da einen Hebel gegenüber Moskau haben. Und dann Steve Witkoff beispielsweise, der Sonderbeauftragte für den Nahen Osten von Donald Trump, der ja hier auch vor Ort ist, der hat gesagt, naja, Zelensky habe sich ja bei Trump entschuldigt, da könne man auf jeden Fall gut ins Gespräch kommen. Und dann ganz interessant, das würde ich auch gerne noch erwähnen wollen, die Sicherheitsgarantien fordert ja Kiew immer wieder. Da hat Witkoff gesagt, naja, Sicherheitsgarantien, das gibt's nicht, aber man kann da über Sicherheitsprotokolle sprechen. Also auch das Wording wurde da schon wieder verändert. Auch da möglicherweise die Amerikaner auf dem Weg in Richtung Ukraine sozusagen, denn Trump will einen Verhandlungserfolg haben. Und mit diesen Ergebnissen, die es dann heute eventuell geben wird, wird dann auch der Sondergesandte Witkoff weiterreisen. Im Übrigen, wohin? Ganz interessant. Und auch dazu kann Christoph Wanner gleich was sagen. Nach Moskau. Steffen, danke erstmal für den Moment. 10 Uhr deutscher Zeit wird es also in Saudi-Arabien losgehen. Du wirst das Ganze für uns beobachten.